Alula heißt bei Ocean Rodeo das Zauberwort auch beim Wingfoilen. Das Modell bei uns hier im Test heißt Glide A-Series, wobei hier die Fronttube und die Querstrut komplett aus Alula gefertigt sind. Die mitgelieferte Bungee Leash gibt es hier in einer Standardlänge und mit zusätzlichen 2 Extensions. So kann man sehr gut individuell die Leashlänge an seinen persönlichen Geschmack anpassen. Das ist sehr gut gelungen und man verheddert sich auch in dieser Art von Leine nicht so schnell. Die Frontschlaufe ist von der Innenseite mit Neopren abgepolstert und könnte für sehr große Hände ein klein wenig größer ausfallen. Von der Form ist sie etwas schmaler und eckiger ausgeformt als die Lenkschlaufen. Bei den Lenkschlaufen geht es ganz modern zu, 3 Stück an der Zahl. Die Positionierung ist optimal im Druckpunkt und man kann sie mit einem Klettsystem auch entfernen. Zum Beispiel die mittlere Lenkschlaufe, dadurch wird dieser Wing noch leichter, als er ohnehin schon ist. Wobei wir hier beim Gewicht bei einem 4 Quadratmeter Glidewing A-Series von 1,7 Kilo sprechen. Vergleichen wir das mal mit den Marktgewichten sonstiger Wings. Ein F1 Strike in 4,2 Quadratmeter wiegt 1,75 Kilogramm. Und ein gerade getesteter Seaflight Wing in 4,2 Quadratmeter wiegt 2,5 Kilogramm. Diese Vergleiche sind natürlich umso wichtiger in Anbetracht der Tatsache, dass ein Alula Wing fast das Doppelte von einem normalen Wing in Dacron kostet. Zurück zu den Details. Wir haben ein Ventil an der Mittelstrut und eins an der Fronttube. Beide sollen hier sehr fest aufgepumpt werden, 12 oder 8 PSI, wobei wir dazu im späteren Testverlauf noch kommen werden. Bei den Details ist uns natürlich auch der Aufdruck Never Store Wet nicht entgangen. Das Ganze verstehen wir ehrlich gesagt nicht so ganz. Des Weiteren haben wir 2 schmale PVC-Fenster auf jeder Seite, die einen leichten Durchblick nach Lee erlauben. Das Flugtuch beim Ocean Rodeo Glidewing A-Series ist ein Double Ripstop Material. Auch nochmal zur Erklärung, Alula ist in dem Sinne kein klassisches Gewebe, sondern einfach ein Laminat, was zusammengefügt ist mit einem Trägergewebe in der Mitte. Das ist extrem zugfest, aber auch der Aufwand beim Verarbeiten ist sehr hoch. Schauen wir nochmal auf die Verstärkungen. So ist hier die Abrisskante mit einer Tuchdopplung versehen. Und es gibt hier auch nochmal entlang der Abrisskante ein paar Kunststoff-Patches, die ein Flattern, sprich einen höheren Verschleiß des Tuches verhindern sollen. Weitere Verstärkungen an den Segmentübergängen haben wir hier nicht gefunden. Einzig und allein gibt es nochmal einen Alula-Streifen im Übergang vom Fronttube Alula bis zum Flugtuch. Man sieht hier sehr schön, wir haben ein recht flaches Profil, ähnlich einem Enze Score oder einem Slick. Und man kann wirklich sagen, das Ganze ist hier absolut makellos gearbeitet. Wir haben auch eine optimale Tuchstraffung, also hier flattert und schlabbert nichts rum. Was in der ersten Sekunde sofort auffällt, ist wirklich dieses extrem leichte Gewicht. Man hat halt wirklich das Gefühl, man hat hier nichts in der Hand. Das Gewicht und natürlich auch das Profil, was wirklich sofort sehr sauber schon bei geringen Windgeschwindigkeiten angeströmt wird, sorgt hier für diesen Aha-Moment. Und dieses leichte Gefühl beim Handling setzt sich auch beim Startvorgang fort. Geringes Gewicht und eine wirklich auch im Verhältnis zu den Mitbewerbern deutlich dünnere Fronttube lässt den Wing leichter über den Kopf führen, sodass man hier sehr schnell in eine optimale Startposition kommt. Und auch in Verdrängerfahrt wirkt der Glidewing A-Series gut ausbalanciert. Schaut man hier auf die verschiedenen Größen, wir hatten hier 5 und 4 Quadratmeter, da ist das Ganze leicht unterschiedlich vom Lift des Wings. Im Verhältnis ist das 5er Profil ein klein wenig tiefer. Insgesamt, wie schon erwähnt, sind sie eher flach gehalten.
Aber beim 5er hat man schon am Anfang auch ein bisschen was zum Festhalten. Und ein sehr wichtiger Punkt ist für das aktive Anfahren die Wahl des richtigen Luftdrucks vom sehr steifen Alula-Material. Nehmen wir einen inaktiven Startvorgang, das heißt halt, wir nehmen hier nur den Wing dicht, ohne aktiv zu pumpen oder Bewegung über das Board auszuführen. So liegt hier der Angleitbereich in dem befriedigenden Sektor. Das liegt daran, dass hier ein flaches Profil vorliegt und ab einer gewissen Windstärke ist dann die Anströmung so ausreichend, dass es dann auch sehr schnell und flott ins Fliegen kommt. Möchte ich so früh wie möglich ins Fliegen kommen, so brauche ich einen aktiven Pumpvorgang und der lässt sich dann optimal realisieren, indem man die angegebenen Luftdruckzahlen in PSI nochmal wenigstens um 2 PSI absenkt. Also die mittlere Strat nur bis 10 PSI aufzupumpen und die Fronttube nur bis 6 oder maximal 7 PSI. Da wirft sich die Frage natürlich auf, warum? Wir haben hier ein wirklich extrem steifes Material. Das erlaubt es uns, einen geringeren Fronttube-Durchmesser zu produzieren bei gleicher Festigkeit oder Steifigkeit des Profils im Gegensatz zu normalen Dacron-Wings. Ist dieses Gebilde allerdings zu fest, dann hat man hier ein starres Profil, wo es schwerfällt, dass die Strömung halt gut und schnell und sauber anliegt. Weil man hat ja nicht immer ganz konstanten linearen Wind, schwankt halt immer ein bisschen. Und man braucht halt, wie gesagt, eine gewisse Anströmgeschwindigkeit des Windes, damit dieses Profil hier gut funktioniert. Ähnlich wie beim NZ-Score, auch beim Slick hatten wir diesen Effekt. Oder bei anderen Wings, die insgesamt mit flacheren Profilen arbeiten, die mögen halt eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit oder ein sehr aktives Anfahrverhalten. Und was bekommt man als Gegenwert dafür? Ein extrem schnelles, präzises Handling und natürlich auch eine Gewichtsreduktion. Jeder Millimeter im Durchmesser oder jeder Zentimeter im Durchmesser bringt zusätzliches Gewicht. Alles, was wir wollen bei dem Wing, ist natürlich ein leichtes Gewicht. Und das ist beim Ocean Rodeo Gleitwing A-Series schon mal optimal. Ein weiterer Vorteil an dieser Konstruktion ist natürlich, dass wir aufgrund der festen Struktur einfach eine sehr hohe Profilstabilität haben. Die ist beim 5 Quadratmeter schon sehr gut und beim 4 Quadratmeter wirklich ganz ausgezeichnet. Das macht aber wiederum den Sweet Spot, sprich den Bereich zwischen Dichtholen und Vieren, kleiner, sodass das Ganze auch weniger fehlerverzeihend wird. Das ist ein Effekt, der beim Vierer aufgetreten ist und auch explizit beim 3 Quadratmeter deutlich zu spüren ist. Also bei 4 und 3 Quadratmeter ist insgesamt ein klein wenig sensibleres Händchen gefragt. Für den Einsteiger wird es da schon etwas schwieriger. Ein klarer Pluspunkt bei diesem Wing und diesem Konzept ist natürlich die Geschwindigkeit und auch das Verhalten nach Loof. Der Wing zieht hier wirklich extrem weit nach Loof. Man kann ihn in dieser Position ganz entspannt stehen lassen. Er bringt hier wirklich maximale Leistung bei Topspeed. Wie schon im Ansatz erwähnt, ist das Manöverhandling auch absolut exzellent. Diese schlanke Fronttube mit dem flachen Profil lässt sich halt gerade beim Manövern gegen den Wind so widerstandsfrei führen. Auch bei Halsen ist hier ein Absinken der Hinterkante nicht zu spüren. Der bleibt immer wirklich genau waagerecht stehen und balanciert sich hier wirklich hundertprozentig super aus. Also das ist sehr angenehm und auch alle Manöver sind hier einfach zu lernen, weil er auch nach dem Manöver gleich die Strömung dementsprechend wieder annimmt, wenn die Geschwindigkeit jetzt nicht zu weit abgesunken ist. Dementsprechend empfiehlt sich auch beim Gleitwing A-Series ein schneller oder wenigstens mit einer mittleren Geschwindigkeit ausgestatteter Flügel unter dem Board.
Durch sein doch eher widerstandsfreies Mitfliegen und dem leichten Gewicht hinterlässt er gerade beim Surfen in der Welle ein wirklich spielerisches Gefühl. Er hat hier auch eine schöne Ausbalanciertheit, die Hinterkante sinkt so gut wie niemals ab. Man muss hier schon wirklich mit wahnsinnigem Speed in seine Richtung fahren und man kann auch wie hier an der Leash ihn einfach halten und er balanciert sich da schön gleichmäßig aus. Man kann sich hier wirklich komplett auf das Surfen auf seinen Flügel konzentrieren. Auch hier funktioniert natürlich ein insgesamt schnellerer Flügel besser in Harmonie mit dem Wing, weil dieser dann halt auch die Geschwindigkeit des Wings halt dementsprechend zulässt. Einzig ein kleiner Punkt ist uns beim Wellenreiten mit dem Wing aufgefallen, dieses Anschieben der Fronttube beim Ansatz, wenn man ihn an der Frontschlaufe greift. Da möchte er doch oftmals in der diagonalen Position verharren. Um ihn waagerecht zu stellen, muss man ihn immer dann ein wenig mit der zweiten Hand in die richtige Position führen. Danach schwebt er dann halt von alleine in der richtigen Position mit. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben hier einen Wing mit extrem hohen Fahrleistungen, was Geschwindigkeit am Windverhalten und dergleichen angeht. Dazu gesellt sich ein absolut spielerisches Manöverhandling, was auch das Erlernen von irgendwelchen Manövern und Tricks wirklich leicht gestaltet. Dazu schwebt dieser Wing halt in der Welle ganz ausgezeichnet mit. Ein paar klitzekleine Korrekturen im Ansatz, wie erwähnt, braucht man hier oder da mal, aber das ist eher unkompliziert und man gewöhnt sich daran sehr schnell. Durch seine hohe Geschwindigkeit lässt er sich gut springen und auch seine Lenkung ist insgesamt halt aufgrund der wirklich optimalen Positionierung der Lenkschlaufen absolut präzise und direkt. Dazu gesellt sich eine absolut makellose Verarbeitung. In puncto Robustheit oder Langlebigkeit lässt sich natürlich aufgrund des überschaubaren Testzeitraums von uns noch keine Aussage treffen. Das Material ist allerdings jetzt schon 2-3 Jahre am Markt und man hat auch aus dem Kitesurf-Bereich hier schon etliche Korrekturen auch bei der Verarbeitung eingeführt, was darauf hinweist, dass sich hier auch dieses Produkt gegenüber den anderen Mitbewerbern auch in der Langlebigkeit behaupten dürfte. Alles in allem ist das ein sehr schöner sportlicher Wing mit sehr hohen Fahrleistungen, der den etwas ambitionierten Wingfoiler mit leichter Erfahrung anspricht, bis hin natürlich zum absoluten Profi, der hier die Leistung auch vollständig auskosten kann. Inwieweit man allerdings sich mit einem Verkaufspreis von durchschnittlich, je nach Größe, von 1.700, 1.800 Euro anfreunden möchte, muss natürlich letztendlich jeder selbst entscheiden. Nichtsdestotrotz ist das hier ein Wing, der wirklich sehr viel Spaß bringt.